KI killt Kunst. Sterben nun alle Künstler aus? In weniger als 2 Jahren hat künstliche Intelligenz dafür gesorgt, dass wir uns gemalte Bilder, Grafiken und sogar Fotos von Menschen generieren lassen können. Wir können uns im Handumdrehen unsere eigene Musik produzieren lassen, ja sogar ganze Bücher lassen sich mit KI ohne großen Aufwand schreiben. Meist reichen dafür schon ein paar einfache Worte, wie zum Beispiel mach mir ein Bild über, mach mir ein Lied über, schreib ein Gedicht über. Es ist definitiv ein neues Zeitalter angebrochen und Kunst kommt jetzt ganz einfach aus dem Computer. Aber was bedeutet das? Sind Künstler nun obsolet und werden nicht mehr gebraucht? Wird brotlose Kunst jetzt noch brotloser? Und warum hat das Wort obsolet fast die gleichen Buchstaben wie brotlose? Sind wir hier vielleicht einer größeren Sache auf der Spur? Das klären wir in diesem Video und versuchen dabei auch gleich mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ja, und um den machen zu können, müssen wir wie so oft erstmal in die Vergangenheit reisen, denn es gab schon immer Debatten darüber, ob die Kunst oder ein gewisser Teil von ihr nun stirbt. Und das in so gut wie allen Bereichen. Zum Beispiel in der Musik. Nehmen wir die Erfindung des Grammophons Ende der 1880er Jahre. Plötzlich war es möglich, Musik aufzuzeichnen und wiederzugeben. Live-Musiker mussten sich der Frage stellen, ob sie in Zukunft noch benötigt werden, da Musik ja jetzt einfach reproduziert werden konnte. Fast die gleiche Debatte wurde dann in den 1920ern geführt, als das Radio populär wurde. Da gab es die Sorge, dass Menschen vielleicht nicht mehr zu Live-Konzerten gehen würden, weil man Musik ja jetzt plötzlich überall konsumieren konnte. Dann Ende der 1960er Jahre. Der Moog Synthesizer wurde populär und die Digitalisierung von Musik nahm ihren Anfang. Synthesizer ermöglichten plötzlich Klänge zu erzeugen, die traditionelle Instrumente nicht produzieren konnten. Ja, und das löste Diskussionen darüber aus, ob elektronische Geräte überhaupt echte Musik schaffen können. Etwas später, mit der Erfindung des Computers, da konnte man auf einmal Musik zu Hause in seinen eigenen 4 Wänden aufnehmen und produzieren. Dazu kam später das sogenannte Sampling immer mehr auf, also die Möglichkeit, sich bestimmte Teile aus Liedern auszuschneiden, um damit komplett neue Songs zu bauen. Tontechniker, Produzenten, Live-Musiker, alle hatten Angst, nicht mehr gebraucht zu werden, da jetzt jeder, der einen Computer hatte, selbst Musik produzieren konnte. In den 90ern wurde dann das Autotune eingeführt. Damit kann man schrägen und schief klingenden Gesang einfach nachbearbeiten und wieder gerade rücken, sodass aus einer schlechten Gesangsstimme plötzlich ein wunderbares Trällern wird. Singen kann jetzt also eigentlich jeder, solange er sich nur an so einen Toaster koppelt. Und natürlich, bei der Einführung der MP3 und Plattformen wie Napster glaubte man, dass dies jetzt das absolute Ende der Musikindustrie bedeuten würde. Ja, und heute haben wir eben Musik-KIs wie Suno oder Udio, die uns in wenigen Minuten komplett eigene Songs generieren. Aber so cool das auch ist, die KI hat keine Gefühle. Die Seele hinter dem Song ist nicht vorhanden. Kein echtes Leid, keine echte Freude. Dazu dann aber später noch mal ein bisschen mehr, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen. Schauen wir zuerst noch mal auf die Malerei und Fotografie. Auch hier gab es immer mal wieder Erfindungen, die die komplette Branche durchgeschüttelt haben. In den 1830er Jahren entwickelte sich die Fotografie. Künstler und Kritiker debattierten damals heftig, ob diese neue Technik, dieses Hexenwerk, vielleicht die Malerei komplett ersetzen könnte. Und man muss sich die Aufregung mal vorstellen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es Bilder nur gemalt. Jede Ahnengalerie, jedes Landschaftsbild, das war alles gezeichnet. Plötzlich konnte man solche Dinge einfach fotografieren. Für angehende und etablierte Maler damals bestimmt der absolute Horror. Dann 150 Jahre später Digital Art. Als digitale Kunsttechniken mit Computern in den 1980er Jahren aufkamen, gab es viele Diskussionen darüber, ob diese Form der Kunst als echte Kunst angesehen werden kann. Traditionelle Künstler und Kunstliebhaber hatten Angst, dass die Fähigkeiten und Techniken aus der klassischen Malerei bald nicht mehr beachtet werden würden und in Vergessenheit geraten. Wieder etwas später, in den 90ern, waren es dann die Fotografen, die aufschrien. Denn mit Programmen wie Photoshop konnten plötzlich auch Amateure Fotos professionell bearbeiten.
Die Fotobranche hatte Angst, dass ab jetzt weniger Wert auf fotografische Technik und das Können gelegt werden würde. Auch der ganze Fotografiemarkt hat sich damals stark verändert. Fotografen mussten sich mit komplett neuen Fähigkeiten ausrüsten und auf einmal in Software und Schulungen investieren, um weiterhin wettbewerbsfähig bleiben zu können. Heute malen dir Midjourney und andere KIs einen Van Gogh in Sekunden oder liefern dir lebensechte Porträts von Personen, die es gar nicht gibt. Und auch Hände bekommen plötzlich einen völlig neuen kreativen Anstrich. Kleiner Seitenhieb muss sein. Bilder und Fotos generieren lassen, das klappt zwar wunderbar, aber KIs verstehen nicht, was sie da malen. Es steckt kein Leben, kein Genie, kein Wahnsinn hinter dem Pinselstrich und das Foto, das Porträt, ist nur eine Ansammlung von Pixeln, Einsen und Nullen ohne Hintergrund oder Geschichte. Und wo wir schon bei Geschichte sind, kommen wir zur Literatur. Auch hier gab es immer schon Debatten. Das ging los mit der Erfindung des Buchdrucks. Die machte Literatur Mitte des 15. Jahrhunderts breit zugänglich und löste Befürchtungen aus, dass die Massenproduktion von Texten die Qualität der Literatur beeinträchtigen könnte. Es gab sogar einige Bedenken, dass das gedruckte Wort das mündliche Erzählen verdrängen könnte. Gut, es gibt heute auch wirklich viel Schund zu lesen, aber das ist sicher nicht die Schuld des Buchdrucks. Dann kam der Aufstieg der Schreibmaschine im späten 19. Jahrhundert. Da haben viele gedacht, dass die mechanische Natur des Schreibens den kreativen Prozess beeinträchtigen könnte. Also, dass man weniger gute Ideen bekommt, wenn man mit einer Maschine statt mit der Hand schreibt. Später dann die digitale Textverarbeitung und das Internet. Da gab es die Angst, dass jetzt Verlage und somit auch Qualitätskontrollen umgangen werden könnten. Das Ergebnis wäre dann eine Flut von schlechten Büchern und Publikationen. Ja, und jetzt haben wir ChatGPT und seine Kollegen. Und ja, die KI schreibt ganze Texte und in vielen Bereichen nimmt sie uns schon einen Batzen Arbeit ab. Aber Geschichten, Erfahrungen, Erzählungen, Gedanken, Visionen, sowas möchte ich doch persönlich auch nachempfinden können. Und so ein Computerchip, der hat nun mal kein Empfinden. Der hat doch in seinem Leben einfach nichts erlebt. Welche Lehren kann ich aus KI-Geschichten ziehen? Das ist so ein bisschen wie alkoholfreies Bier. Ja, man kann es trinken. Aber wenn ich die Wahl habe, dann, naja, ihr wisst schon, ist halt ein anderer Film. Und was die Kunst des Filmemachens anbetrifft. In den 1920ern gab es den Aufstieg des Farbfilms und die Einführung von Farbe in Film wurde nicht nur gefeiert, sondern auch ordentlich kritisiert. Einige befürchteten nämlich, dass diese Technik dazu verleiten könnte, sich mehr auf visuelle Effekte als auf gut erzählte Geschichten zu konzentrieren. Und klar, Hollywood lässt es oft genug krachen, aber sind dadurch tolle Geschichten und gute Schauspielerei ausgestorben? Wohl eher nicht. Ende der 90er wurde das Filmen digital. Auch hier hatte man plötzlich Angst, dass der Markt jetzt nur noch mit Schund überflutet werden könnte. CGI wurde auch immer ausgefeilter und wieder gab es Bedenken, dass das zu immer dünneren Storys führen würde. Natürlich haben wir heute Marvel und Co. und Special Effects gibt es in vielen Filmen, aber es gibt eben auch einen Haufen guter Streifen ohne oder mit nur unscheinbaren Special Effects. Ja, und KI, die macht zwar auch schon Filme bzw. Filmchen, aber ich glaube, dass auch in Zukunft so eine Maschine eben nicht genau sagen kann, wo bei uns Menschen die Triggerpunkte sind, die uns bei einem Film zum Heulen oder zum Lachen bringen. Und bei Drehbüchern und Dialogen in Filmen sind es eben manchmal auch die Dinge, die nicht gesagt werden, die einen Unterschied machen und einen Charakter interessant werden lassen. Also ich weiß nicht, ob KI jemals lernen wird, so zwischen den Zeilen zu lesen bzw. zu schreiben, wie menschliche Autoren das machen. Also wir sehen, es gab im Laufe der Geschichte so einige Erfindungen, bei denen man anfänglich dachte, sie würden der Kunst und Kreativität großen Schaden zufügen. Und heute haben wir diese Erfindungen größtenteils in unser alltägliches Schaffen eingebunden. Wohin wird die künstlerische Reise mit KI nun also gehen? Nun, ich habe keine Glaskugel und kann auch nicht für jede Branche sprechen. Und natürlich, es werden einige Jobs wegfallen, genauso wie neue Jobs entstehen. Dinge ändern sich, das war schon immer so. Andersrum werden viele Prozesse aber auch schneller ablaufen und mit Hilfe von KI kann der menschliche Kreativitätsprozess auch wirklich nochmal an Fahrt aufnehmen. Beispiele aus dem Alltag gefällig? Sehr gern. Ich selbst bin seit 30 Jahren Musiker und schreibe Songs. Früher habe ich mir Zitate großer Dichter und Denker aus dem Wissenschaftsmagazin PM zusammengesucht und diese in Texte eingebaut.
Ich habe Bücher von Heinrich Heine durchforstet für einen guten Reim und später konnte ich mir Wissen und Ideen googeln. Heute sage ich der KI, ich möchte einen Text über Thema XY schreiben und er gibt mir dann Denkanstöße, die ich nutzen kann und umschreibe. Eine sehr große Hilfe, ein neues Werkzeug für mein kreatives Schaffen. Meine Texte kann ich dann bei Bedarf in eine Musik-KI einfügen und die macht mir daraus mal ein paar Songs. Meine Texte kann ich dann bei Bedarf in eine Musik KI einfügen und die macht mir daraus mal ein paar Songs. Meine Texte kann ich dann bei Bedarf in eine Musik KI einfügen und die macht mir daraus mal ein paar Songs. Ich werde keinen davon nehmen, aber ich bekomme eine Idee davon, wie ich meine Texte beim Rappen oder Singen phrasieren könnte. Welche Rhythmik ich vielleicht nehmen kann. Es gibt gute Ideen, auf die ich ohne KI vielleicht nicht oder erst viel später gekommen wäre. Und wenn wir das mal aus der Sicht eines Musikfans sehen, natürlich wird es den ein oder anderen KI-Künstler geben. Zumindest einen gab es da auch schon. Der hatte sogar richtig viele Fans, wurde dann aber gecancelt, weil er irgendwann politisch unkorrekt wurde. Und jetzt nicht so die Grünen sind doof unkorrekt, sondern wirklich eklig unkorrekt. Aber selbst wenn wir in Zukunft den ein oder anderen KI-Artist bekommen werden, würden wir unsere Lieblingskünstler und Künstlerinnen durch KI ersetzen wollen? Ganz sicher nicht. Und wenn man ehrlich ist, es gab doch schon immer Sänger und Sängerinnen, die von den Plattenfirmen selbst hergestellt wurden. Die wurden gecastet, haben ihre Texte geschrieben bekommen, die Musik wurde angeliefert, man hat ihnen gesagt, wie sie sich anziehen und bewegen sollen, was sie in Interviews zu sagen haben. Alles Plastik und nichts Echtes. Wir müssen uns natürlich anpassen und brauchen Regulierung in der KI. Zum Beispiel sollte jeder Künstler, und da zähle ich Schauspieler, Synchronsprecher und sowas alles mit dazu, jeder sollte die Rechte an seiner eigenen Stimme haben, damit die Plattenfirmen und Raubkopierer mit deiner Stimme nicht tun und lassen können, was sie wollen. Das fordert zum Beispiel auch will.i.am von den Black Eyed Peas. An artist should own the tuning of their voice. Whatever that spectrum is, whatever that instance is, the artist should own that. Aber der sieht KI auch als eine neue Quelle der Inspiration und arbeitet eng mit der Musik-KI Udio zusammen. Ich habe dazu ein Video gemacht, das findet ihr natürlich auf meinem Kanal. Und wo wir schon bei meinem Kanal sind, liken, abonnieren, kommentieren, alles Dinge, mit denen ihr mir ein Lächeln aufs Gesicht malen könnt. Ganz ohne KI. Vielen Dank. Apropos Malen. Dirk Wink-Hartmann ist ein Maler aus Braunschweig, den ich persönlich kenne. Der malt wirklich schöne Bilder und macht Ausstellungen. Dirk hatte ich schon vor über einem Jahr gefragt, was er denn so davon hält, dass KI jetzt in der Lage ist, komplette Gemälde zu generieren. Seine Antwort war, dass man die Sache natürlich kritisch beobachten muss, aber dass KI auch gleichzeitig eine Chance ist, der eigenen Kreativität noch ein weiteres Werkzeug hinzuzufügen. Große Vorteile hat die KI natürlich in Momenten, in denen man jemanden benötigt, der für ein Modell steht. Da erstmal jemanden finden, freie Termine abgleichen, ein Studio anmieten, dann muss man vernünftig ausleuchten etc. Das kostet alles Zeit und natürlich auch Geld. Ja, und mit Text-zu-Bild-KIs kann man sich so ein Modell natürlich recht einfach am Computer selbst generieren und das erspart einen eine Menge Stress. Ein tolles Werkzeug, um seiner Kreativität einen kleinen Boost zu geben, wenn man ihn mal braucht. Am eigentlichen Prozess des Malens eines Bildes ändert sich ja nichts. Leinwand bleibt Leinwand, Pinsel bleibt Pinsel. Natürlich muss auch hier rechtlich geklärt sein, dass KI nicht einfach Bilder eines Künstlers kopieren darf oder sich unrechtmäßig an dessen Arbeit bedient. Aber selbst bei 1:1 Kopien oder Bildern, die dem Stil des Künstlers extrem ähnlich sind, es macht einfach immer noch einen Riesenunterschied, ob ich da einen echten Hartmann an der Wand hängen habe oder ob das nur eine Kopie ist. Das ist wie bei der Musik. Echte Kunst braucht Seele. Und Raubkopien, Fälschungen, Plagiate, das gab's doch in der Kunst auch schon immer. Wenn ich deine Bilder im Internet finde, dann kann ich mir die auch abspeichern. Dann drucke ich mir die aus und hänge mir die einfach an die Wand. Auch deinen Stil kann ich nachbauen. Das dauerte vor KI einfach nur ein bisschen länger und geht heute eben ganz einfach. Eine Regulierung ist hier wichtig, aber stirbt die Malerei durch die KI?
Ich persönlich glaube nicht, dass das passieren wird. Und auch bei Fotografen wird sich zwar einiges ändern, aber die Fotografie ist doch so facettenreich und lebt ja auch von der Realität, sodass ich mir nur schlecht vorstellen kann, dass KI in Zukunft alle Fotografen ersetzen wird. Oder wie soll das gehen, wenn ich Pressefotos, Produktfotos, Familienbilder haben möchte? Ich will doch, dass der echte, der wahrhafte Moment festgehalten wird und nicht, dass die KI mir eine Idee davon ausspuckt, wie das Ganze ausgesehen haben könnte. Und wo wir schon bei Wahrhaftigkeit sind, was die Literatur anbetrifft. Sagen wir mal so, ich habe ChatGPT 4o letztens gefragt, wer alles in meiner Band Jazzkantine aktiv ist. Die Antwort war grausam, denn ich bin laut Aussagen der KI gar kein Mitglied in dieser Band mehr. Dafür spielen mir gänzlich unbekannte Personen bei uns mit und andere Namen wurden einfach vertauscht. Bei anderen Fragen lieferte er mir ein brillantes Ergebnis. Aber wie soll ich nun auf Anhieb herausfinden, ob die Infos, die ich bekomme, auch wirklich passen? Da braucht man ja einen Lügendetektor. Also Sachbücher und Tatsachenberichte fallen für mich da erstmal noch raus, denn die Recherche ist bei KI offensichtlich noch stark verbesserungswürdig. Stichwort Halluzination. Krimis, Dramen, Fantasy-Geschichten von KI? Kann sein, dass KI da in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Aber auch hier glaube ich an den Menschen als solches. Man geht doch mit einem Autor oder einer Autorin auch irgendwie eine Bindung ein. Man nimmt teil an einer menschlichen Fantasie. Das kann man doch durch Algorithmen nicht wirklich ersetzen. Und mal ehrlich, Ghostwriter sind doch auch schon lange was völlig Normales. Ich sage einer Person in Stichpunkten, was in meinem Leben so passiert ist oder welche Geschichte ich erzählen will, und diese Person schreibt dann für mich das Buch. Zum Schluss gehe ich nochmal drüber und bügle die Feinheiten raus. Fertig. Geschrieben hat das Buch nun eigentlich jemand anderes, aber der Inhalt kommt eben von mir. Ich kann mir vorstellen, dass KI ein sehr sinnvolles Werkzeug sein kann, wenn es ums Bücherschreiben geht. Und das gilt dann sicher auch für Drehbuchautoren. KI wird eine Inspiration werden und in den Schreibprozess mit einfließen. Aber ich bezweifle, dass KI jemals solche schräge Figuren wie zum Beispiel die von Quentin Tarantino zum Leben erwecken kann. Diese Vielschichtigkeit und Tiefgründigkeit in solchen Figuren kann man doch eigentlich nur entwickeln, wenn man den Menschen wirklich kennt, wenn man emotionale Bindungen und Freund- und Feindschaften erlebt hat. Oder die Coen-Brüder und solche Typen wie in The Big Lebowski. Man braucht schon echt einen gewissen Sinn für Humor und eine ziemlich schräge Sicht aufs Leben, um solche Personen zu erschaffen. Am Ende, glaube ich, werden Menschen immer bessere Geschichten schreiben als Maschinen. Zumindest aber den KI-Geschichten dann wirklich Leben einhauchen. Und natürlich gilt auch hier, Schauspieler und Schauspielerinnen sollten genau wie Musiker alle Rechte an ihrem eigenen Model haben. Egal, ob die nun noch leben oder schon lange tot sind. Also ich würde mir bestimmt auch hin und wieder mal einen komplett KI-generierten Film ansehen. Das schließe ich nicht aus. Denn ich sehe mir ja schließlich auch Cartoons bzw. Filme von Pixar und solchen Studios an. Das kann man zwar nicht wirklich vergleichen, aber ich glaube, Cartoons sind einfach weniger komplex und sowas bekommt bestimmt auch eine KI irgendwie noch hin. Aber echte Schauspieler durch KI ersetzen? Wo bleibt dann da die Überraschung, wie wandelfähig manche Schauspieler sind? Eben noch den radikalen Neonazi gespielt, voller Hass und Gewalt und dann plötzlich einen völlig friedlichen und verletzlichen Jungen mit Tourette-Syndrom, der keiner Fliege was antun könnte. Oder überhaupt, wo ist da die Magie, wenn jemand eine Rolle so glaubhaft darstellt, dass man sich fragt, wie kann ein Mensch sowas spielen? Das geht mit KI doch alles verloren und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Also, und das ist nur meine Meinung, ich glaube, dass wir in Zukunft in jeder Nische der Kunst ganz stark mit KI zusammenarbeiten werden. Wir werden KI-Künstler bekommen, die Bilder malen, Lieder singen und Filme drehen und die werden sicher auch ihre Fans und Beachtung bekommen. Aber die Seele des Menschen wird eine Maschine nie ersetzen können und so wird es immer Menschen geben, die von Menschen gemachte Kunst hören, sehen und mitfühlen wollen. KI wird die Kunst nicht ersetzen. Zusammengefasst können wir es vielleicht mit einem Beispiel aus der Küche ausdrücken. Auch wenn die KI ein noch so gutes Rezept hat und ein Menü zusammenstellt, das uns beim bloßen Anblick schon das Wasser im Munde zusammenläuft,
Auch wenn der reich gedeckte KI-Tisch noch so einladend aussieht und das üppige Mahl vielleicht auch wirklich ein bisschen satt macht. Unterm Strich ist KI-generierte Kunst auch nichts anderes als Fast Food. Bleibt gesund, bleibt stabil, euer Capo.